dein Beschützerwunsch, ihn vor Hänseleien zu schützen. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil das ist jetzt nicht dein Problem. Das ist der Hinweis zum Thema Problemeigentümerschaft. Du möchtest jetzt quasi aufgrund eines Gedankenkonstrukts, du hast den Gedanken, oh Gott, wenn der so stinkt, dann wird er in der Schule gehänselt und das Mobbing und das dann auszuhalten und so, dem will ich vorkommen. Es ist aber noch gar nicht passiert. Es ist überhaupt nicht relevant. Es ist noch nicht vorgekommen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Episode, möchte ich dich ganz herzlich zu meinem Adventskalender verbunden sein. Mehr Verbindung und Nähe im Familienalltag einladen. Hier erhältst du von mir kostenfrei vom 1.12. bis zum 24.12. jeden Tag einen kleinen Videoimpuls darüber, wie du mehr mit dir, mit deinem Kind und mit deinem Partner in Verbindung kommst. Denn du weißt, die bewusste Elternschaft ist das Thema, worum es hier im Podcast und in meiner Arbeit geht. Und das Gefühl der Verbundenheit ist ein entscheidender Baustein, nämlich das Fundament für Vertrauen, für Sicherheit und emotionale Nähe. Die nämlich wiederum beeinflussen die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern und legen den Grundstein für ein starkes Selbstwertgefühl, für eine hohe Resilienzfähigkeit und gesunde Beziehungen im späteren Leben. Wenn es dir so geht wie mir, nämlich dass der Dezember und besonders die Adventszeit so voll ist mit Terminen und Aufgaben, To-Dos und wir manchmal hier extrem im Funktionsmodus sind, schnell Wut, Groll und Frustration, unsere Routinen, die manchmal gut oder weniger gut funktionieren und vor allem alte Erinnerungen und Gedanken präsent sind, dann ist der Fluss der Liebe blockiert. Dann haben wir keine gute Verbindung mehr zu uns, zu unserem Kind und zu unserem Partner. Dann bleibt leider wenig Raum, sich achtsam, bewusst und liebevoll zu verbinden mit dir selbst, um Energie zu tanken, mitfühlend zu sein und sich dementsprechend auch mitfühlend und liebevoll deinen Herzensmenschen zuzuwenden. Genau hier möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, zum Adventskalender verbunden sein, dazu zu kommen, denn du erhältst in dieser herausfordernden und gleichzeitig ja doch so besinnlichen Zeit von mir Tag für Tag kleine Erinnerungen und Impulse, die du wie kleine Achtsamkeits- oder Liebesinseln in deine Beziehungen im Alltag einbauen kannst und sie dadurch stärkst. Jeder Impuls von mir ist so ausgelegt, dass sie den Fluss der Liebe wieder in Gang bringen, ohne dass du viel Zeit und Energie in intensive Übungen investieren musst. Meine Liebe, ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Adventsreise, die ist für dich da, um dich zu unterstützen, dich zu inspirieren, dir zu helfen, präsenter zu sein und deinen Beziehungen kleine Momente der Nähe und Verbundenheit zu schenken. Wenn du dabei sein magst, dann melde dich gerne an unter sprachzeichen.de/verbunden-sein oder du nimmst direkt den Link, den du hier unterhalb dieses Podcasts in den Shownotes findest. Ich freue mich, wenn du dabei bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen.
Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge, Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt. Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam Wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's. Hallo Manuela. Er weigert sich derzeit oft, sich zu waschen und zu duschen. Gerade heute, wo es so warm war, hat er geschwitzt und später dann gemüffelt und es war ein Riesendrama, ihn zum Duschen zu bewegen. Er rennt dann weg, brüllt rum, knallt die Türen, sodass man Angst haben muss, dass sein Bruder, der endlich eingeschlafen ist, wach wird. Okay, wenn man fragt, warum er sich nicht waschen mag, kommt die Antwort, weil ich keine Lust habe oder weil es doof ist. Baden als Alternative zum Duschen und Waschen zieht leider auch nicht oft. Man muss noch dazu sagen, dass er nachts noch eine Pampers anhat, da er einnässt. Und dann am liebsten morgen Pampi auszieht und frische Klamotten an, ohne zu waschen und abends Schlafi anzieht, wieder ohne zu waschen. Da ergibt sich eigentlich noch eine Frage, nämlich wie siehst du es denn, wie lange siehst du es denn als normal an, dass ein Kind einnässt? Wir kamen schon so Tipps wie Klingelhose und so weiter, aber ich schweife ab. Alles argumentieren, ihn zum Duschen zu bewegen, hilft oft nichts. Es endet in Geschrei und unter Androhung von Sachen duscht er dann doch manchmal. Ein Scheißgefühl, verstehe ich. Ich merke da in mir einerseits der gesundheitliche, hygienische Aspekt, denn der Glaubenssatz, man muss sich jeden Tag waschen, duschen und auch den Beschützerwunsch, ihn vor Hänseleien schützen zu wollen, wenn er in der Schule angesprochen wird oder Ähnliches, das er riecht. Wir starten da direkt los. Bei dir und bei dem Glaubenssatz, man muss sich jeden Tag waschen und duschen. Den kannst du doch jetzt auflösen. Jetzt weißt du, dass er da ist. Stimmt das denn, dass man sich jeden Tag waschen und duschen muss? Menschen mit Neurodermitis oder starker Schuppenflechte, denen rät man das zum Beispiel nicht, dass sie sich jeden Tag waschen oder duschen, weil das die Haut austrocknet. Ja, früher war das ja auch gar nicht der Fall, dass man jeden Tag gewaschen und geduscht hat. Natürlich, ja, früher Wasser und man hatte keine Seife und ganz früher hatte man überhaupt gar keine Seife. Unsere Hygiene in Ehren. Ich persönlich finde unsere Hygiene auch schon sehr übertrieben. Und ich weiß auch, dass wenn man aus gesundheitlichen Aspekten auch in diesem Bereich arbeitet, im Gesundheitssystem irgendwie arbeitet, wirst du ja auch erzogen dahingehend, immer alles zu desinfizieren und dich auch irgendwie in einer Form reinzuhalten. Ist ja auch völlig okay und verständlich. Die Frage ist nur, wie viel davon ist mir dienlich? Das ist die Frage, was von all dem ist mir dienlich in meinem Alltag mit Kind? Ist es denn wirklich so, dass mein Kind sich jeden Tag waschen und duschen müsste oder dass man sich jeden Tag waschen und duschen muss? Ich zum Beispiel mache das total gern, weil ich mich so frisch danach fühle und weil ich das so sehr mag. Und mich danach eincremen. Für mich hat das auch eine Form von Wellness. Also es sind ja so verschiedene Sachen, die da so mit reinkommen. Der zweite Punkt, dein Beschützerwunsch, ihn vor Hänseleien zu schützen. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil das ist jetzt nicht dein Problem. Das ist der Hinweis zum Thema Problemeigentümerschaft. Du möchtest jetzt quasi aufgrund eines Gedankenkonstrukts, du hast den Gedanken, oh Gott, wenn der so stinkt, dann wird er in der Schule gehänselt und das Mobbing und das dann auszuhalten und so, dem will ich vorkommen. Es ist aber noch gar nicht passiert. Es ist überhaupt nicht relevant. Es ist noch nicht vorgekommen. Es ist außerdem auch das Recht, seine Erfahrungen zu machen. Er muss seine Erfahrungen selber machen. Falls du Hänseleien und Mobbing erlebt hast, hast du diese Erfahrungen auch für dich gemacht und das Schöne gewesen wäre dann, wenn du jemanden gehabt hättest, der dir hilft, über diesen Schmerz hinwegzukommen, der dir hilft zu verstehen. Meistens ist uns das nicht, hatten wir diesen Schatz nicht, dass dann jemand da ist, der einen dann begleitet, sondern wir waren mit diesem Gefühl von Ohnmacht allein. Es ist das Recht, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Es ist das Recht unserer Kinder, die eigenen Erfahrungen zu machen. Wir können sie auf was hinweisen und sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder, andere dann vielleicht sagen, boah, du stinkst. Vielleicht stört ihn das aber gar nicht. Vielleicht empfindet er sowas gar nicht als Mobbing oder Hänselei oder er erkennt, oh, mein Geruch macht was mit anderen, ich gehe duschen. Natürliche Konsequenz. Und wenn ihm das passieren sollte, was noch nicht der Fall ist, dann bist du herzlich dazu eingeladen, ihn zu begleiten.
Wege zu finden, das anzunehmen, dass er traurig ist. Ohne zu sagen, ich habe es dir doch gesagt, geh jeden Tag duschen. Hättest du dich geduscht, wäre das nicht passiert, sondern eben begleiten heißt nicht, dass ich alles wegräume, sondern dass ich mein Kind Hinweise gebe und an der Hand nehme und für es da bin, wenn es schwierige Situationen hat. Das heißt begleiten. Also, genau. Zu deiner zweiten Frage, wie lange ich es als normal ansehe, dass ein Kind einnässt nachts, habe ich keine Antwort, was normal ist. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass er Stress hat. Das Einnässen ist immer ein Hinweis auf Stress, auf inneren Stress, den Kinder haben, und es ist eine Form der körperlichen Reaktion, mit dem Stress umzugehen. Also, wo hat Stress? Wie läuft es mit ihm in der Schule? Wie ist es zu Hause? Ich weiß, dass es zu Hause nicht ganz einfach ist. Helfen ihm, den Stress zu reduzieren. Auch kann es natürlich sein, dass Einnästen ein Hinweis ist für den nächsten Entwicklungsschritt. Das heißt, es geht eine Regression voraus. Er macht gerade einen Entwicklungssprung. Es passieren wieder Dinge, die eben in einer anderen Entwicklungsstufe präsent waren, bis quasi kognitiv sich alles wieder verbunden hat und es dann wieder funktioniert. Wenn du alles medizinisch schon ausschließen kannst, weil das gibt es ja auch verschiedenste Aspekte, warum Kinder einnässen, aufgrund biologischer Aspekte. Wenn ihr das schon ausgeschlossen habt, dann würde ich sagen, ist es psychosomatisch in der Form, dass er Stress hat. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.